Lektion 1. Die Freude am Reisen. Seid gegrüßt, Anna. Ich habe gehört, du bist gerade von einer tollen Reise zurückgekommen. Wie war es? Es war fantastisch, John. Absolut der beste Urlaub, den ich seit Jahren hatte. Das ist wunderbar zu hören. Wo bist du hingegangen, wenn ich fragen darf? Ich habe 2 Wochen damit verbracht, die wunderschöne Landschaft Italiens zu erkunden. So ein unglaubliches Erlebnis. Italien, hm? Das muss einfach atemberaubend gewesen sein. Das wollte ich schon immer mal besuchen. Das war es wirklich. Die Landschaften, das Essen, die Kultur, all das sorgte für eine unvergessliche Reise. Das kann ich mir vorstellen. Italien scheint das perfekte Reiseziel für eine erfüllende, unterhaltsame Reise zu sein. Definitiv. Das Lebenstempo dort ist so viel entspannter und wertschätzender. Das klingt nach genau dem, was die Seele manchmal braucht, oder? Absolut. Es war das perfekte Gegenmittel gegen den Stress des Alltags. Ich wette, dem Alltag entfliehen und in eine neue Umgebung eintauchen. Exakt. Es hat mir wirklich geholfen, neue Energie zu tanken und erfrischt zurückzukommen. Das ist so schön zu hören. Es freut mich, dass du so ein wunderbares, erholsames Erlebnis hattest. Ich auch. Es hat mich noch eifriger gemacht, zu reisen und mehr von der Welt zu erkunden. Das kann ich verstehen. Neue Orte zu entdecken ist ein so lohnendes Abenteuer. Das ist es wirklich. Die Reise selbst wird genauso erfüllend wie das Ziel. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Hört sich an, als hättest du das Reisefieber gepackt, mein Freund. Lektion 2. Mit der Flughafensicherheit zurechtkommen. Hey Anna, ich habe gehört, du bist gerade von einer Reise zurückgekommen. Wie war das Flughafenerlebnis? Oh, es war ein ziemliches Abenteuer, John. Die Sicherheitsüberprüfung war ein bisschen mühsam. Das kann ich mir vorstellen. Die Flughafensicherheit kann manchmal eine echte Qual sein. Definitiv. Für eine separate Vorführung musste ich mir die Koffer holen lassen, was eine echte Unannehmlichkeit war. Das macht nie Spaß. Haben Sie Tipps, um den Sicherheitsprozess reibungsloser zu gestalten? Nun, eine Sache, die geholfen hat, war, meine Flüssigkeiten und Elektronik in eine leicht zugängliche Tasche zu packen. Gute Entscheidung. Das macht es viel einfacher, wenn Sie genauer hinschauen müssen. Exakt. Und ich habe darauf geachtet, Slip-on-Schuhe zu tragen, um die Dinge zu beschleunigen. Kluges Denken. Gibt es sonst noch etwas, das du empfehlen würdest? Ja, es ist wichtig, mit viel Zeit am Flughafen anzukommen. Absolut. Auf diese Weise fühlen Sie sich nicht gehetzt und gestresst. Definitiv. Und höflich und kooperativ mit dem Sicherheitspersonal umzugehen, ist sehr hilfreich. Guter Punkt. Ein wenig Geduld und eine freundliche Einstellung können viel bewirken. Absolut. Das macht den gesamten Prozess viel reibungsloser. Klingt, als ob du alles herausgefunden hast. Danke für die hilfreichen Tipps.
Natürlich. Ich teile gerne mit, was ich gelernt habe. Die Kontrolle über die Flughafensicherheit ist eine Kunstform. Daran besteht kein Zweifel. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, Ihre Weisheit weiterzugeben. Jederzeit. John, hoffentlich wird Ihre nächste Fahrt durch den Flughafen ein Kinderspiel. Ich werde all deine Ratschläge im Hinterkopf behalten. Gute Reisen für dich. Lektion 3. Ruhe bewahren. Hey Anna, du scheinst etwas gestresst zu sein. Was beschäftigt dich? Uff, ich fühle mich in letzter Zeit einfach so überwältigt. Es ist einfach so viel los, weißt du? Ich höre dich. Es kann heutzutage wirklich schwierig sein, mit allem Schritt zu halten. Absolut. Der ständige Druck macht mich nach einer Weile fertig. Ich verstehe das. Aber lass dich davon nicht zu sehr unterkriegen. Es gibt Möglichkeiten, mit dem Stress umzugehen. Das stimmt. Irgendwelche Tipps. Ich könnte einige Strategien gebrauchen, um meinen Kopf über Wasser zu halten. Nun, für den Anfang sollten Sie sicherstellen, dass Sie regelmäßig Pausen einlegen, um neue Energie zu tanken. Sogar 10 bis 15 Minuten können helfen. Guter Punkt. Und vielleicht versuche, die wichtigsten Dinge zu priorisieren, damit ich mich nicht so zerstreut fühle. Definitiv. Einen Plan zu erstellen und Aufgaben nacheinander anzugehen, kann einen großen Unterschied machen. Oh, und vergiss nicht die Kraft des tiefen Atmens. Das kann Wunder bewirken, wenn es darum geht, den Geist zu beruhigen. Absolut. Langsame, achtsame Atemzüge können dir wirklich helfen, dich zu zentrieren. Das muss ich mal versuchen. Und vielleicht mache ich auch leichte Übungen, um meine Stimmung zu heben. Kluger Schachzug. Selbst ein kurzer Spaziergang um den Block kann helfen, den Kopf frei zu bekommen. Du hast recht. Ich muss nur bewusster auf mich selbst aufpassen. Exakt. Es geht darum, kleine Wege zu finden, um neue Energie zu tanken und sich neu zu konzentrieren. Danke, John. Ich habe diesen aufmunternden Vortrag wirklich gebraucht. Mir geht es schon besser. Jederzeit, Anna. Wir alle brauchen manchmal eine Erinnerung daran, langsamer zu werden und auf uns selbst aufzupassen. Lektion 4. Vorbereitung einer Dinnerparty. In Ordnung, Anna, die Gäste kommen bald an. Was brauchen wir noch, um uns fertig zu machen? Nun, wir sollten wahrscheinlich den Tisch mit ein paar schönen Servietten und Utensilien decken. Gute Entscheidung. Ich hole die aus der Schublade. Sollten wir sonst noch etwas tun? Sorgen wir dafür, dass wir genug Teller und Gläser für alle haben. Verstanden. Ich überprüfe das Kabinett noch einmal und sehe nach, was wir übersehen. Und vergessen Sie nicht, ein paar Untersetzer auszuhängen, um den Tisch zu schützen. Exzellente Idee. Es darf keine Wasserringe geben, die das schöne Holz durcheinander bringen. Exakt. Und wir sollten wahrscheinlich ein paar Kerzen anzünden, um die Stimmung zu erhöhen. Oh, gute Idee. Durch das sanfte Licht wird es sich so gemütlich anfühlen. Definitiv. Und vielleicht sollten wir auch ein paar Vorspeisen anbieten. Gute Entscheidung. Ich hole ein paar dieser Käse- und Cracker-Tabletts.
Perfekt. Ich denke, das deckt das Wesentliche ab. Fällt dir sonst noch etwas ein? Vielleicht sollten wir eine Vase mit frischen Blumen auf den Tisch stellen? Wunderbare Idee. Das wird den ganzen Brotaufstrich wirklich elegant aussehen lassen. In Ordnung, ich bin dran. Das wird eine tolle Dinnerparty. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Mit unserer Teamarbeit wird es ein Hit. Ich könnte nicht mehr zustimmen. In Ordnung, lass uns diesen Ort fantastisch aussehen lassen. Lektion 5. Geschäftsstrategien. Guten Morgen, Anna. Ich wollte über unsere Kundenbindungsstrategie sprechen. Exzellente Idee. Kundenbindung ist der Schlüssel zu unserem Geschäftswachstum. Exakt. Konzentrieren wir uns darauf, wie wir unsere bestehenden Kunden zufriedenstellen können. Nun, eine Sache, die wichtig ist ein erstklassiger Kundenservice. Definitiv. Es ist entscheidend, sich ins Zeug zu legen, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Einverstanden. Und das Anbieten von Treueprogrammen kann eine großartige Möglichkeit sein, sie an sich zu binden. Guter Punkt. Anreize für Wiederholungsgeschäfte zu schaffen, ist ein kluger Schachzug. Absolut. Es zeigt, dass wir ihre Loyalität schätzen. Absolut. Und wir sollten uns auch mit personalisiertem Marketing befassen. Definitiv. Es ist von entscheidender Bedeutung, unsere Öffentlichkeitsarbeit auf ihre spezifischen Interessen zuzuschneiden. Ganz gewiss. Es gibt ihnen das Gefühl, dass wir ihre Bedürfnisse wirklich verstehen. Exakt. Außerdem ist es in der Regel kostengünstiger als eine Akquisition. Das ist ein gutes Argument. Kunden zu binden ist auf lange Sicht rentabler. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Also, welche anderen Ideen haben Sie, um die Kundenbindung zu verbessern? Nun, wir könnten erwägen, unsere Produkte oder Dienstleistungen regelmäßig zu aktualisieren. Gute Überlegung. Es ist wichtig, die Dinge frisch und innovativ zu halten. Definitiv. Es zeigt unseren Kunden, dass wir uns kontinuierlich verbessern. Absolut. Ich denke, mit einem facettenreichen Ansatz können wir das wirklich hinkriegen. Ich bin an Bord. Lassen Sie uns eine solide Kundenbindungsstrategie zusammenstellen. Lektion 6. Auf der Suche nach Gemeinsamkeiten. Anna, ich habe viel über die Spannungen in unserer Gemeinde nachgedacht. Ich auch, John. Es war eine echte Herausforderung, einen Weg nach vorne zu finden. Absolut. Die Situation fühlt sich manchmal so spaltend und tief verwurzelt an. Ich stimme zu. Aber ich frage mich, ob es einen Weg zu gegenseitigem Verständnis geben könnte. Das ist eine interessante Perspektive. Was hattest du im Sinn? Nun, obwohl die Probleme komplex sind, denke ich, dass wir versuchen müssen, unseren gemeinsamen Nenner zu finden. Das ist ein gutes Argument. Es könnte entscheidend sein, sich auf unsere gemeinsamen Hoffnungen und Werte zu konzentrieren. Exakt. Selbst gemäßigte Stimmen auf allen Seiten haben Mühe, gehört zu werden. Du hast recht. Wenn wir keinen Weg finden, die Kluft zu überbrücken, wird es nur noch schlimmer.
Exakt. Wir müssen bereit sein, uns die Sichtweisen des anderen anzuhören. Ich schätze, das bedeutet, offen für Kompromisse zu sein, auch wenn es schwierig ist. Definitiv. Es geht darum, Lösungen zu finden, nicht nur darum, sich zu behaupten. Weißt du, das ist ein wirklich durchdachter Ansatz. Das respektiere ich sehr. Danke, John. Ich habe einfach das Gefühl, wir müssen es versuchen, unserer Gemeinschaft zuliebe. Ich stimme zu. Und wenn wir ein Beispiel für Höflichkeit und Zusammenarbeit geben können, werden vielleicht andere folgen. Das hoffe ich. Nur so kann ich mir vorstellen, dass wir konstruktiv vorankommen. Gut gesagt. Gut, lassen Sie uns die Köpfe zusammenstecken und sehen, welche Ideen wir uns einfallen lassen können. Lektion 7. Umgang mit neuen Erfahrungen. Hey Anna, ich hatte letztes Wochenende eine ereignisreiche Reise nach Toronto. Oh wirklich? Was ist passiert? Ich würde gerne davon hören. Nun, ich musste meine Freundin vom Flughafen abholen und sie durch die Stadt fahren. Ah, das Navigieren in einer neuen Stadt kann ein ziemliches Abenteuer sein, nicht wahr? Das hast du richtig verstanden. Der Verkehr und die Autobahnen waren viel zu bewältigen. Das kann ich mir vorstellen. Toronto ist sicherlich für seine verstopften Straßen bekannt. Ja, es war definitiv eine Lernerfahrung für mich. Jede Menge Spurwechsel. Ich wette, musstest du die Schnellstraßen oder die regulären benutzen? Eigentlich ein bisschen von beidem. Der Versuch, die verschiedenen Optionen herauszufinden, war schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass das verwirrend wäre, besonders wenn Sie mit der Gegend nicht vertraut sind. Vollkommen. Und dann fand ich meinen Weg zu ihrem Hotel durch alle Straßen der Innenstadt. Oh Mann, das muss stressig gewesen sein. Das Fahren in der Stadt kann wirklich überwältigend sein. Kein Scherz. Ich war einfach froh, dass ich eine gute Karten-App hatte, die mich durch alles führte. Technologie eilt zur Rettung. Das erleichtert definitiv das Navigieren an neuen Orten. Absolut. Ich weiß nicht, wie sich die Leute vor Smartphones zurechtgefunden haben. Richtig. Es ist wie eine ganz neue Welt des Reisekomforts. Hat dir die Reise insgesamt gefallen? Weißt du, trotz der fahrerischen Herausforderungen war es toll, meinen Freund zu sehen. Es hat sich am Ende gelohnt. Das ist großartig. Manchmal sind es die kleinen Abenteuer, die Reisen unvergesslich machen. Exakt. Es war definitiv eine Erfahrung, die ich so schnell nicht vergessen werde. Lektion 8. Merkwürdige Zugeständnisse. Guten Morgen, Anna. Ich habe gehört, dass du eine interessante Interaktion mit deinem Coach GUs hattest. Oh ja, es war ziemlich eigenartig. Er gab mir während des Trainings einige ziemlich ungewöhnliche Gegenstände. Ungewöhnliche Gegenstände? Was meinst du? Was für Dinge hat er dir gegeben? Nun, zuerst reichte er mir einen Stock mit einer Art Maissirup drauf. Kannst du das glauben? Maissirup am Stiel? Das ist etwas seltsam für einen Sportler, etwas zu konsumieren.
Ich weiß. Ich war etwas verwirrt, aber ich dachte, er muss einen Grund dafür gehabt haben. Vielleicht sollte es ein schneller Energieschub sein oder so. Vielleicht, aber dann hat er mir danach auch Liniment für meine müden Beine gegeben. Liniment? Ist das nicht eher eine Muskelmassage oder Salbe? Seltsame Kombination. Genau. Ich habe mich gefragt, ob er nur ein paar unkonventionelle Methoden ausprobiert hat. Vielleicht experimentiert er mit verschiedenen Erholungstechniken. Könnte sein. Oder vielleicht ist er nur ein bisschen exzentrisch, wenn es um Koching geht. Haha, exzentrische Trainer sind immer ein interessanter Haufen, nicht wahr? Das hast du richtig verstanden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche anderen Überraschungen er für dich bereithält. Nun, solange der Maissirup und das Liniment ausreichen, ist wohl alles gut. Stimmt. Solange ich mich frisch und bereit für das nächste Training fühle, kann ich mich nicht beschweren. Absolut. Ich muss dem Prozess vertrauen, auch wenn er ein bisschen unorthodox ist. Exakt. Ich werde einfach unvoreingenommen bleiben und sehen, wohin mich diese Koching-Reise führt. Klingt nach einem Plan. Lass mich wissen, ob Geus noch andere merkwürdige Zugeständnisse im Ärmel hat. Lektion 9. Faszination für Katzen. Hey Anna, ich habe gehört, du hast einen neuen pelzigen Freund zu Hause. Du hast richtig gehört. Ich habe gerade das entzückendste kleine Kätzchen adoptiert. Wirklich? Wie sieht dein neues Haustier aus? Oh, sie ist das süßeste Ding. Sie hat die süßeste kleine rosa Nase und die faszinierendsten gelben Augen. Oh, das klingt absolut kostbar. Und was macht sie? Nun, wann immer sie Aufmerksamkeit oder einen Snack will, gibt sie einfach das kleinste Miau heraus. Es ist das liebenswerteste Geräusch. Haha, ein kleiner miauender niedlicher Ball, oder? Ich kann mir vorstellen, wie das dein Herz zum Schmelzen bringen muss. Unbedingt. Ich gurre ständig über sie und gebe ihr all die Haustiere und Streicheleinheiten. Ich wette, neue Haustiere fangen irgendwie unsere Zuneigung ein, nicht wahr? Das tun sie wirklich. Dieses kleine Kätzchen ist schnell mein neuer bester Freund geworden. Das ist so toll, dass du einen neuen pelzigen Begleiter gefunden hast. Ich bin mir sicher, dass sie dir jede Menge Freude bereitet. Das ist sie wirklich. Es war so eine Freude, sie im Haus zu haben. Das kann ich mir nur vorstellen. Kätzchen haben die Möglichkeit, jeden Raum aufzuhellen. Definitiv. Sie ist einfach so verspielt und neugierig. Es ist unendlich unterhaltsam. Klingt nach dem perfekten Rezept für ein wunderbares neues Haustier. Ich freue mich für dich, Anna. Danke, John. Ich bin absolut verliebt in meinen kleinen Katzenfreund. Das merke ich. Nun, kuschle dein entzückendes Kätzchen extra von mir. Lektion 10. Zeitvertreib zur Hauptsendezeit. Guten Morgen, Anna. Hast du von dieser neuen Spielshow gehört, die das Land im Sturm erobert?
Nein, habe ich nicht. Worum geht es eigentlich? Es ist dieses wirklich lustige und interaktive Spiel, das perfekt für das Fernsehen ist. Die Teilnehmer müssen alle möglichen verrückten Herausforderungen meistern. Oh, das klingt genau nach meinem Geschmack. Über welche Herausforderungen sprechen wir hier? Alles von körperlichen Stunts bis hin zu kniffligen Rätseln. Es ist eine echte Mischung aus Fähigkeiten und Albernheit. Wow, das klingt wirklich unterhaltsam. Ich wette, das Publikum hat Spaß daran, zuzusehen, wie sich alles entfaltet. Unbedingt. Die Produzenten wissen wirklich, wie man die Zuschauer bei der Stange hält, mit Werbeunterbrechungen und allem. Werbeunterbrechungen, hm? Ich denke, das macht Sinn für eine TV-Gameshow. Ja, sie müssen die Werbeeinnahmen am Laufen halten. Aber die Pausen erhöhen meiner Meinung nach tatsächlich die Spannung. Das sehe ich. Das lässt dich am Rand deines Sitzes sitzen und dich fragen, was als nächstes passieren wird. Genau. Die perfekte Formel, um die Leute am Bildschirm festzuhalten. Nun, du hast definitiv mein Interesse geweckt. Ich muss mal einschalten und sehen, worum es bei der ganzen Aufregung geht. Ich denke, du wirst es lieben, Anna. Es ist so eine lustige und fesselnde Uhr. Ich bin begeistert. Ich schätze, ich weiß, was ich an meinem nächsten Fernsehabend machen werde. Hervorragend. Lass mich wissen, was du davon hältst, okay? Werde ich tun, John. Ich kann es kaum erwarten, an der Primetime-Zeitvertreib teilzuhaben. Haha, das ist der Geist. Genieß die Show, mein Freund. Lektion 11: Reisen und Trübsal. Hey Anna, ich habe gehört, du bist gerade von einer Reise zurückgekommen. Hey, wie war's? Oh, es war ein ziemliches Abenteuer. Die Reise selbst war ein bisschen mühsam, aber das Ziel hat sich gelohnt. Ah, das mit den Reiseproblemen ist schade. Auf welche Art von Problemen sind Sie gestoßen? Nun, es gab Flugverspätungen, verlorenes Gepäck, die ganzen 9 Meter. Aber trotz der Probleme habe ich es trotzdem geschafft, eine tolle Zeit zu haben. Wow, das ist beeindruckend. Es ist leicht, die Frustrationen die ganze Erfahrung ruinieren zu lassen. Das stimmt, aber ich versuche, einen positiven Ausblick beizubehalten. Ich bin einfach froh, dass ich es heil dorthin geschafft habe, auch wenn es etwas mehr Mühe gekostet hat. Das ist eine großartige Einstellung. Also, wo bist du hingegangen, wenn es dir nichts ausmacht, wenn ich fragen darf? Ich habe meine Schwester in Paris besucht. Es war mein erstes Mal dort und es war absolut wunderschön. Paris, hm? Das muss wunderbar gewesen sein, trotz des Reiseschluckaufs. Das war es wirklich. Die Architektur, das Essen, die Kultur, es war alles so faszinierend. Ich wette, das steht definitiv auf meiner Bucketlist. Schön, dass du trotz der Unannehmlichkeiten eine gute Zeit hattest. Danke, John. Am Ende hat es sich gelohnt. Hoffentlich läuft deine nächste Reise etwas reibungsloser. Haha, nun, ich bin mir sicher, dass ich irgendwann einige Reiseprobleme haben werde. Aber das ist alles Teil des Abenteuers, oder? Genau. Es geht darum, das Beste aus der Situation zu machen und die Reise zu genießen.
Gut gesagt, mein Freund. Ich kann es kaum erwarten, von deinem nächsten Abenteuer zu hören. Ebenso, John. In der Zwischenzeit habe ich ein paar tolle Fotos von meinen Pariser Eskapaden für euch. Klingt gut, ich würde sie gerne sehen. Ein kleiner Vorgeschmack auf die Stadt der Liebe. Du hast es. Ich bringe sie später rüber und wir können die Reise zusammen noch einmal erleben. Es ist ein Deal. Ich freue mich darauf, Anna. Lektion 12. Dickensian-Delicht. Guten Morgen, Anna. Wussten Sie, dass Charles Dickens in England geboren wurde? Ah, ja, der legendäre englische Romanautor. Seine Geschichten waren so reich und fesselnd. Absolut. Er hatte eine Art, seine Charaktere zum Leben zu erwecken, nicht wahr? Definitiv. Von Oliver Twist bis Ebenezer Scrooge. Seine Besetzung war wirklich unvergesslich. Scrooge ist wahrscheinlich eine seiner ikonischsten Kreationen. Diese Verwandlung von einem Geizhals zu einer gutherzigen Seele ist so herzerwärmend. Einverstanden. Und die Art und Weise, wie Dickens soziale Kommentare in seine Geschichten einbezog, war so clever. In der Tat. Er nutzte seine Geschichten, um die Notlage der weniger Glücklichen im viktorianischen England zu beleuchten. Exakt. Romane wie Great Expectations und A Tale of Two Cities waren in dieser Hinsicht meisterhaft. Definitiv. Dickens hatte ein unglaubliches Talent, unterhaltsames Geschichtenerzählen mit sozialen Kommentaren zu verbinden. Absolut. Und sein Schreibstil war so ausgeprägt und faszinierend. Die Art und Weise, wie er Sprache verwendete, war wirklich bemerkenswert. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Die lebendigen Beschreibungen und der einprägsame Dialog machen seine Werke so zeitlos. Absolut. Kein Wunder, dass Dickens als einer der größten Schriftsteller der englischen Sprache gilt. Definitiv. Sein Einfluss ist bis heute in Literatur und Populärkultur zu spüren. Definitiv. Es gibt einfach etwas an der Dickensischen Welt, das die Leser weiterhin fesselt. Absolut. Seine Geschichten und Charaktere haben den Test der Zeit wirklich bestanden. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. Dickens war ein wahrer Meister seines Fachs. Einverstanden. Ich könnte den ganzen Tag über die Brillanz von Charles Dickens und sein literarisches Erbe reden. Das könnte ich auch. Er war wirklich ein einzigartiger Autor, der die Welt unauslöschlich geprägt hat. Gut gesagt, Anna. Dickens' Werke haben sicherlich das Leben unzähliger Leser bereichert. Lektion 13. Erinnerungsreflexionen. Hey Anna, hast du von dem berühmten Gedicht in Flanders Fields gehört? Ja, dieses ergreifende Gedicht, das der kanadische Soldat John McCrae während des Ersten Weltkriegs geschrieben hat. Exakt. Es ist ein so kraftvolles Stück, das seit Jahrzehnten bei den Menschen Anklang findet. In der Tat. Die Bilder der Mohnblumen, die im Wind wehen, sind so eindringlich schön. Absolut. Es ist eine wunderbare Art, die Erinnerung an diejenigen zu ehren, die ihr Leben gegeben haben.
Definitiv. Dieses Gedicht ist auf der ganzen Welt zu einem Symbol der Erinnerung geworden. Du hast recht. Es erinnert uns daran, niemals die Opfer unserer Lieben und Mitbürger zu vergessen. Absolut. Das Rezitieren dieses Gedichts ist eine sinnvolle Art, unseren gefallenen Helden Tribut zu zollen. Einverstanden. Es ist unglaublich, wie das geschriebene Wort die Essenz von so tiefem Verlust und Leid erfassen kann. Definitiv. Poesie hat die einzigartige Kraft, die Herzen und Gedanken der Menschen zu berühren. Absolut. In Flanders Fields ist ein Paradebeispiel für diese zeitlose, emotionale Qualität. Definitiv. Es ist ein Stück, das Zeit und Kultur transzendiert und bei Menschen auf der ganzen Welt Anklang findet. Das hast du richtig verstanden. Es ist ein Beweis für den beharrlichen menschlichen Geist angesichts von Widrigkeiten. Exakt. Gedichte wie diese helfen uns, die wahren Kosten von Krieg und Konflikten nie zu vergessen. Absolut. Sie erinnern uns daran, die Erinnerungen an diejenigen zu bewahren, die wir verloren haben. Definitiv. Es ist so wichtig, ihr Erbe durch gemeinsames Erinnern am Leben zu erhalten. Gut gesagt, Anna. In Flanders Fields wird auch in Zukunft Generationen inspirieren. Lektion 14. Fitness-Favoriten. Guten Morgen, Anna. Ich wollte schon lange eine neue Trainingsroutine ausprobieren. Irgendwelche Vorschläge? Unbedingt. Ich bin ein großer Fan davon, meine Workouts zu vermischen, um die Dinge interessant zu halten. Das ist eine tolle Idee. Normalerweise halte ich mich einfach an die Grundlagen wie Joggen und Gewichtheben. Es gibt so viele lustige Optionen da draußen. Hast du jemals darüber nachgedacht, Yoga auszuprobieren? Yoga? Ich bin mir nicht sicher, es scheint nicht wirklich mein Ding zu sein. Vertrauen Sie mir, es ist unglaublich für Ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden. In Ordnung, ich werde es versuchen. Was ist mit dir? Hast du eine Lieblingsübung? Nun, ich fahre wirklich gerne Rad. Es ist ein großartiges Cardio-Training und schont die Gelenke. Radfahren, Das klingt ansprechend, besonders wenn das Wetter besser wird. Definitiv. Und du kannst es alleine machen oder an einer Gruppenfahrt teilnehmen, um dich zusätzlich zu motivieren. Das ist ein gutes Argument. Vielleicht staube ich mein altes Fahrrad ab und mache eine Runde. Wunderbar. Ich würde mich freuen, irgendwann zu dir zu kommen, wenn du Lust auf die Firma hast. Das würde mir gefallen, Anna. Es wäre toll, einen Trainingspartner zu haben. Unbedingt. Wir können uns gegenseitig pushen und neue Wege ausprobieren. Gemeinsam macht Fitness mehr Spaß. Damit hast du recht. Ich fühle mich jetzt inspiriert, meine Routine zu ändern. Das werde ich tun. Danke für den tollen Rat, Anna. Ich weiß das zu schätzen. Lektion 15. Prüfungsüberraschungen. Hey Anna, ich bin etwas nervös wegen meiner bevorstehenden Prüfung. Oh wirklich?
Für welches Fach ist die Prüfung? Es ist für meinen Englischunterricht. Ich mache mir Sorgen, dass es mir nicht so gut gehen könnte. Ich bin sicher, du wirst es großartig machen. Du hast in dem Kurs so hart gearbeitet. Ich hoffe es, aber Sie wissen, wie schwierig diese Literaturprüfungen sein können. Tatsächlich habe ich gehört, dass der Professor manchmal unerwartete Fragen stellt. Wirklich? Was meinst du damit? Nun, mein Freund hat letztes Semester die Prüfung abgelegt und gesagt, der Professor habe einige Anregungen zum kreativen Schreiben gefragt. Aufforderungen zum kreativen Schreiben? Aber das ist ein Literaturunterricht. Ich weiß, oder? Mein Freund wurde zuerst überrascht, aber am Ende hat er diesen Teil der Prüfung genossen. Das ist interessant. Ich frage mich, warum der Professor das tun würde. Vielleicht wollen Sie sehen, wie gut Sie die Konzepte, die Sie gelernt haben, anwenden können. Ich schätze, das macht Sinn. Dann muss ich unvoreingenommen bleiben. Genau. Und denkt dran, der Professor will wahrscheinlich, dass ihr alle erfolgreich seid. Du hast recht. Ich sollte nicht zu viel darüber nachdenken. Ich gebe einfach mein Bestes und schaue, was passiert. Das ist der Geist. Ich bin sicher, du wirst dich selbst angenehm überraschen. Danke, Anna. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, darüber zu chatten. Lektion 16. Kaffee-Konundrum. Entschuldigung, Anna, hast du dich entschieden, was du bestellen möchtest? Noch nicht, es fällt mir schwer, mich zwischen Salat und Sandwich zu entscheiden. Ich dachte daran, mir das Hühnchen-Sandwich zu holen. Was denkst du darüber? Das Hühnchen-Sandwich klingt gut. Was für Seiten haben Sie? Ich glaube, sie haben Pommes, einen Obstbecher oder einen kleinen Haussalat als Optionen. Vielleicht hole ich mir dann einfach den Haussalat. So kann ich eine leichtere Mahlzeit zu mir nehmen. Gute Überlegung. Hab schon darüber nachgedacht, mir einen Salat zu holen, aber ich glaube, ich habe Lust auf etwas Sättigenderes. Das macht Sinn. Das Sandwich hält dich wahrscheinlich besser bis zum Abendessen durch. Exakt. Außerdem könnte ich den Salat morgen zum Mittagessen mit nach Hause nehmen. Das ist eine tolle Idee. Okay, ich glaube, dann nehme ich den Haussalat. Hört sich gut an. Ich lasse den Server wissen, dass wir bereit sind zu bestellen, wenn sie wieder vorbeischauen. Wunderbar, danke John. Ich weiß es zu schätzen, dass du mir bei der Entscheidung hilfst. Gar kein Problem. Ich freue mich, dass wir das perfekte Essen für uns beide finden konnten. Lektion 17. Abenteuer in einer Kleinstadt. Guten Morgen, Anna. Hast du von der kleinen Stadt gehört, an der wir auf dem Weg hierher vorbeigefahren sind? Du meinst den mit einer Bevölkerung von etwas mehr als 1000 Menschen? Das hat mich wirklich fasziniert. Richtig. Trotz seiner geringen Größe wurde mir gesagt, dass es dort tatsächlich ziemlich viel zu tun gibt. Oh, wirklich? Zum Beispiel, welche Attraktionen oder Aktivitäten haben Sie? Nun,
Für den Anfang haben Sie eine bezaubernde historische Innenstadt mit einzigartigen lokalen Geschäften und Restaurants. Das klingt herrlich. Ich erkunde immer gerne solche malerischen Stadtzentren. Ich auch. Und anscheinend haben Sie auch einige schöne Wanderwege und Parks in der umliegenden Landschaft. HMM, dann perfekt für einen erholsamen Tagesausflug. Ich wette, die Landschaft ist wunderschön. Genau. Und ich habe gehört, dass Sie sogar ein gemütliches kleines Theater haben, in dem Live-Musik und Theateraufführungen stattfinden. Wie herrlich! Es ist erstaunlich, dass eine so kleine Stadt so viel zu tun hat. Ich weiß, oder? Es zeigt nur, dass man keine große Bevölkerung braucht, um eine lebendige Gemeinschaft zu haben. Definitiv. Ich würde gerne bald einen Besuch dort planen. Es klingt nach dem perfekten Wochenendausflug. Ich stimme zu. Schauen wir uns die Planung einer Reise an. Ich denke, es könnte eine wirklich lustige und interessante Erfahrung sein. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich schon darauf, alle versteckten Juwelen in dieser kleinen Stadt zu entdecken. Das gleiche hier. Es wird ein Abenteuer sein, gemeinsam einen neuen Ort zu erkunden. Lektion 18. Bewegungsarten. Hey Anna, hast du jemals über all die verschiedenen Arten nachgedacht, wie wir uns fortbewegen können? Du meinst Transport? Heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, es ist einfach unglaublich. Genau. Sie können laufen, Fahrrad fahren, Auto fahren, einen Zug nehmen, in einem Flugzeug fliegen. Die Liste geht weiter. Das stimmt. Und jedes Transportmittel hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Definitiv. Gehen ist zum Beispiel gut für Ihre Gesundheit, kann aber langsamer sein als andere Methoden. Absolut. Und Fahrradfahren ist eine umweltfreundliche Option, aber Sie müssen Dinge wie Wetter und Entfernung berücksichtigen. Definitiv. Und dann gibt es öffentliche Verkehrsmittel wie Busse und U-Bahnen, die zwar praktisch sind, aber feste Fahrpläne haben können. Helm und Fliegen ist die schnellste Art, lange Strecken zurückzulegen, aber es kann teurer sein. Exakt. Es geht darum, die Vor- und Nachteile abzuwägen und auszuwählen, was für Ihre Bedürfnisse und Ihre Situation am besten geeignet ist. Vollkommen. Es ist erstaunlich, wie viel Überlegung und Planung oft in einer einfachen Reise von einem Ort zum anderen steckt. Du hast so recht. Aber es macht mir Spaß, über all die verschiedenen Möglichkeiten nachzudenken. Es ist wie ein kleines Rätsel, das es zu lösen gilt. Ich auch. Es macht Spaß, die verschiedenen verfügbaren Transportmöglichkeiten zu erkunden und diejenige zu finden, die am besten zu Ihnen passt. Einverstanden. Es öffnet wirklich die Welt, wenn man so viele Möglichkeiten hat, sich fortzubewegen. Definitiv. Die Möglichkeiten für Abenteuer und Erkundungen sind endlos. Absolut. Ich liebe es, wie der Verkehr uns mit neuen Orten und Erlebnissen verbindet. Lektion 19. Wünsche dir einen Stern. Hey Anna, wenn du dir 3 Wünsche erfüllen lassen könntest, welche wären das? HMM, das ist eine interessante Frage. Lass mich einen Moment darüber nachdenken.
Nehmen Sie sich Zeit. Ich bin gespannt, welche Wünsche du dir ausdenken würdest. Nun, mein erster Wunsch wäre wahrscheinlich der Weltfriede. Ich denke, das wäre ein Wendepunkt. Das ist ein edler Wunsch. Ich kann definitiv den Reiz globaler Harmonie erkennen. Absolut. Und für meinen zweiten Wunsch würde ich vielleicht um die Möglichkeit bitten, sofort überall auf der Welt zu reisen. Oh, das wäre unglaublich. Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Globus aus einer Laune heraus erkunden. Ich weiß, oder? Die Möglichkeiten wären endlos. Und was meinen dritten Wunsch angeht, Ja, was wäre das? Ich bin hier auf der Kante meines Sitzes. für meinen dritten Wunsch würde ich wohl darum bitten, selbst Wünsche erfüllen zu können. Wow, das ist echt clever. Dann könntest du mithelfen, dass die Wünsche aller anderen wahr werden. Genau. Wäre das nicht unglaublich? Was ist mit dir, John? Was wären deine 3 Wünsche? Mal sehen. Nun, mein erster Wunsch wäre definitiv, aus eigener Kraft fliegen zu können. Oh, das würde so viel Spaß machen. Schweben Sie durch den Himmel, wann immer Sie wollten. Definitiv. Und für meinen zweiten Wunsch würde ich wohl um eine unbegrenzte Reisefinanzierung bitten. Oh, schlau. Auf diese Weise könnten Sie überall hingehen und alles tun, ohne sich Gedanken über die Kosten machen zu müssen. Exakt. Und was meinen dritten Wunsch angeht, ich glaube, ich würde mir die Macht wünschen, all meine anderen Wünsche wahr werden zu lassen. Haha, schlau. Auf diese Weise hättest du die totale Kontrolle darüber, deine Träume zu verwirklichen. Genau. Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, vielleicht hätte ich mir stattdessen unbegrenzte Wünsche wünschen sollen. Guter Punkt. Dann wären die Möglichkeiten wirklich endlos. Genau. Nun ja, ich schätze, ich muss mich vorerst mit nur 3 zufrieden geben.